Der FC Bayern ist weltweit Marktführer in Sachen Fanclubs und Mitglieder. Die über 360.000 organisierten Fans sind über die ganze Welt verteilt. Es gibt keinen Club, der mehr Fanclubs hat als der FC Bayern München. Eins eint die Anhänger weltweit: ihre Liebe zum FC Bayern. Allerdings kämpfen auch alle Fans gegen die Auswirkungen der Pandemie. Kaum Watchpartys bei den Spielen und natürlich keine Fahrten in die Allianz Arena. Trotzdem. Ich glaube, dass in dieser schwierigen Phase der gesamte Club und unsere Fans extremst zusammengerückt sind. Bei ihm laufen die weltweiten Fäden der Fanclubs zusammen. Er ist Kontaktmann des FC Bayern, Raimund Aumann, Leiter der Direktion Fan- und Fanclubbetreuung. Der Ex-Bayern-Keeper kann auf stolze Zahlen verweisen. Wir haben ca. 4.540 Fanclubs mit ca. 363.000 registrierten Fanclub-Mitgliedern. Es gibt keinen Club, der mehr Fanclubs hat als der FC Bayern München. Und das macht uns natürlich extrem stolz, denn das ist ein Zuspruch, den wir natürlich sehr genießen. Die Allianz Arena ist die Zentrale, der Hotspot für alle Fans des FC Bayern. So lieben und leben es alle, die dem Verein nahestehen. Das Stadion ist die perfekte Plattform für den Austausch der Fans mit ihrem Team. Fans sind natürlich extrem wichtig. Das ist ja die Basis unseres Clubs. Und wenn du natürlich vor Ort mit Fans in Kontakt treten kannst, dann hat das natürlich einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du das digital machst. Und diesen persönlichen Kontakt, den kann natürlich niemand ersetzen. Seit Mitte März diesen Jahres ist diese Interaktion bekanntlich nicht mehr möglich. Die Spiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch zum Trainingsgelände an der Säbener Straße können die Fans nicht mehr gehen. Der Austausch mit den Spielern fehlt. Man kann aktuell nicht so nah dran sein, wie man gern möchte. Die Besuche an der Säbener Straße fallen mittlerweile weg. Das ist natürlich schon auch etwas problematisch. Unser Fanclub aus Toronto zum Beispiel, der kam regelmäßig hierher und hat uns besucht und haben wir natürlich hier immer wieder uns ausgetauscht. Das fällt natürlich alles weg, aber das ist natürlich dieser Zeit geschuldet. Aber ich hoffe und ich denke, dass wir bald wieder andere Verhältnisse haben. Hi, my name is Kevin Kosi. I'm a proud member of the Südkurve Toronto, and I'm a proud FC Bayern fan. Hi, my name is Brandon Deemer. I'm a proud member of Südkurve Toronto and FC Bayern supporter. Hello everyone, my name is Mulham. I'm a proud member of Südkurve Toronto and of course a diehard fan of Bayern Munich. Die Fans der Südkurve Toronto können zwar nicht mehr nach München reisen, aber immerhin. Sie treffen sich regelmäßig zu den Spielen ihres Lieblingsclubs in der heimischen Bar. Auch rund 1500 Kilometer westlich, im amerikanischen Omaha im Bundesstaat Nebraska, schauen die Bayern-Fans das Supercup-Finale gegen Dortmund. Dafür müssen sie sich in der Arbeit freinehmen, denn das Spiel findet Mittwochmittag statt. Die Bayern-Anhänger aus Omaha sind nur einer von 143 organisierten Fanclubs in den USA. Der Kontakt zu den nordamerikanischen Fans wird hier im Büro des FC Bayern in New York koordiniert. Rudi Vidal ist der Leiter des Büros und stolz auf seine Fans aus Nord- und Südamerika. Wir sind jetzt bei insgesamt 202 Fanclubs, was sehr sportlich ist, wenn man sich überlegt, wo wir herkommen. Und das mit knapp 15.000 registrierten Mitgliedern und allen Daten, die wir dazu brauchen. Das ist schon eine Basis, auf der sich aufbauen lässt und mit denen wir mittlerweile sehr, sehr viel machen in also Nord-, und Südamerika. Die Fans in Amerika sind natürlich auch von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Sie konnten kaum Watchpartys organisieren und den Kontakt nur digital aufrechterhalten. Zumindest war die Audi Digital Summer Tour ein großer Erfolg. Wir haben mehr als 15 Millionen Leute in Nord-, Südamerika direkt erreichen können. Wir haben quasi unsere Plattform genutzt, um eine Engagement-Rate zu erreichen, die wir so in der Form noch nie gesehen haben in so kurzer Zeit, in diesen geballten 7-8 Tagen. Das Büro in New York ist die Schaltzentrale für alle Fanclubs des FC Bayern in Nord- und Südamerika, auch
für einen der außergewöhnlichsten. Mir Sandamen. Und was für welche. Die Red Ladies sind ein besonderer Fanclub des Rekordmeisters. Denn sie sind allesamt Frauen, die sich ausschließlich über ihre Website organisieren. Der Liebe zum FC Bayern schadet das keinesfalls. Wenn wir dann sehen, dass wir einen reinen Frauen-Fanclub haben, was es in der Form nicht gibt, und wir dann auch sehen, dass sowas aus New York heraus initiiert wurde, dann macht uns das auch ein Stück weit stolz. Im Sommer 2018 sind die Red Ladies nach München gereist. Der Trip damals ein voller Erfolg. Diesen Sommer wollten sie wiederkommen. Dieser Plan hat sich aus bekannten Gründen erledigt. Wir wollten zum Oktoberfest, wir wollten ein Spiel sehen und reisen. Da ist so viel, was wir vermissen, weil wir in unserem Land bleiben müssen. Aber sobald die Beschränkungen wieder aufgehoben sind, freuen wir uns wieder rüberzukommen. Das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger hat die Red Ladies vor 2 Jahren zusammengeführt. Also ein Kennenlernen vor Ort in München. Eine Reise, die für die Mädels unvergessen bleiben wird. Das war für uns alle ein Traumurlaub. Wir haben nicht einmal in unseren kühnsten Träumen daran gedacht, hier mit FC Bayern TV Dreharbeiten zu machen. Aber vor allem Bastian Schweinsteiger bei seinem Abschiedsspiel persönlich zu sehen, war Wahnsinn. Das war so ein magischer Trip, an den wir für den Rest unseres Lebens denken werden. Ich bin richtig glücklich, dabei gewesen zu sein. Die 350 Mitglieder der Red Ladies kommen übrigens aus über 30 Ländern. Wir haben einige Digital Watch Partys über das ganze Land verteilt organisiert. Wir haben uns in den verschiedenen Regionen den örtlichen Fanclubs angeschlossen, die alle versuchen, die Spiele zu sehen. Soweit es Social Distance erlaubt, haben unsere Ladies Pubs in den jeweiligen Regionen besucht. Heute Mittag gehe ich in einen Pub in Portland, Oregon, wo ich herkomme. Beim Supercup-Sieg gegen Dortmund ist die Stimmung perfekt. Zu Beginn der Pandemie sah das anders aus. Die meisten waren direkt oder indirekt betroffen. So auch Tess, Krankenschwester von Beruf. Eine Extremsituation für die Ladies. Der Kontakt untereinander ist anfangs etwas zusammengebrochen. Aber wir haben versucht, uns so gut wie möglich zu unterstützen. Wir haben uns gegenseitig mit Masken versorgt, uns über Videochat ausgetauscht und Blumen geschickt. Wir Ladies haben versucht, uns an die Situation anzupassen und haben geholfen, wo es nur ging. Zahlreiche Red Ladies arbeiten in sozialen Berufen. Der FC Bayern bedankte sich auf seine Art und Weise. Mitglied Irene Ho wurde von Ex-Bayer Thiago mit einem sogenannten Surprise Call überrascht. Yeah, wow, my brain is just going blank right now. You guys fake, I know that. No, it's just awesome to see you. You're one of my favorite players, I'll be honest, so it's just a huge honor. Thank you very much. Das hat uns viele Mitglieder gebracht. Es wurden viele auf uns aufmerksam. Die Red Ladies vermitteln ja eine bestimmte Kultur. Und das wurde wahrgenommen. Und ja, die Mitgliederzahlen steigen. 1, 2, 3, super! Na dann, Prost! Hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen. Location-Wechsel. Die US-Tour 2018. Die Bayern und Paulaner laden zu einer ganz besonderen Bootstour ein. Mit dabei die beiden Weltmeister von 1990, Lothar Matthäus und Raimund Aumann. Es war ein fester Bestandteil, dass wir ja auch Fanpartys veranstaltet haben. Und es waren immer Highlights, denn wie gesagt, so konnte man natürlich auch mit den vor Ort mit Fans in Kontakt treten. Und es war immer ein tolles Erlebnis und hat auch jedem Einzelnen immer wieder von uns auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt, 2 Jahre später, kann es keinen direkten Austausch mit den Fans weltweit geben. Der Dialog findet ausschließlich digital statt. Eine neue Herausforderung, der sich Raimund Aumann und sein Team stellen. Wir haben auch erstmalig im April diesen Jahres haben wir auch eine Arbeitskreis-Fan-Dialog-Sitzung virtuell gehalten,
wo wir mit unserem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und unserem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen eine Sitzung abgehalten haben, virtuell, und das war einmalig. Ein Ertrag des fruchtbaren Dialogs mit dem Vorstand, die Allianz Arena wird mit Fanclub-Bannern geschmückt. Wir haben die Fanclubs angeschrieben per Newsletter und haben ihnen die Möglichkeit gegeben, symbolisch mit einem Fanclub-Banner an der Aktion teilzunehmen bei den Geisterspielen. Und diese Aktion war überragend, national und international. Wir haben einen großen Zuspruch bekommen. Wir haben insgesamt 900 Fanclub-Banner angefertigt über uns, über die Fanbetreuung selbst, haben die auch selbst angebracht. Eine weitere Aktion mit den Fans. Die Mission Red. Das war weltweit auch ein Erfolg, und da haben die Fans auch zum Ausdruck gebracht, dass sie dem FC Bayern München sehr, sehr nahe stehen. Und das war eine tolle Aktion, eine gemeinsame Aktion, Mannschaft, Mitarbeiter und Fans. Das hat die Mannschaft dann auch noch mal vielleicht nach vorne gepusht. Mit der 25. Die Begeisterung ist ganz besonders in China zu spüren, wie hier bei der Audi Summer Tour 2017. Ansonsten folgen die chinesischen Bayern-Fans fast ausschließlich digital dem deutschen Meister. Das Büro in Shanghai unter der Leitung von Ruven Kaspar vermeldet einen massiven Anstieg der Zahlen im Netz. Auch weil sie neue Produkte aufgesetzt haben, um die Fans digital noch besser zu erreichen. Da geht es um einen wöchentlichen Livestream, den wir während der Zeit eingeführt haben, wo jeden Freitag zwischen 50 und 200.000 Personen live anschauen. Hier die junge Generation, die liebt TikTok, hier genannt Douyin, mit denen sind wir während der Corona-Zeit eine Partnerschaft eingegangen, um dann noch näher an die ranzukommen, und haben auch jetzt vor 2 Monaten haben wir auch ein neues Fan-Community-System gelauncht. Online läuft alles bestens in China, aber auch offline ist wieder einiges erlaubt. Die Gesetze gestatten schon seit längerem größere Veranstaltungen mit Fans. Wir haben wieder angefangen eigentlich mit der Meisterfeier, wo wir in Shanghai ein Event machen konnten mit 400 Personen und haben während dem Champions League Finale haben wir in über 40 Städten haben wir da Fan-Viewing-Partys gemacht, zusammen mit unseren Fanclubs, was fantastisch ist. Also es geht offline bei uns wieder einiges. Ein weiteres Highlight während der Corona-Zeit war die Audi Digital Summer Tour, nachdem das Team nicht ins Reich der Mitte reisen konnte. Hi fans, this year we had to stay far away, but actually we are closer than ever. Via digitaler Plattform sind der Club und seine Spieler für die Fans erlebbar. Jörg Wacker had, I believe, the fantastic idea to do a digital tour, which is, I believe, the first time, not just alone in our history, it's, I believe, the first time that the football club is doing a digital tour. Die Inhalte, ein Testspiel gegen Olympique Marseille, Videotalkrunden, virtuelle Challenges und Interaktion mit internationalen Stars, sowie digitale Autogrammstunden der Bayern-Spieler. We created this Audi Digital Summer Tour 2020 to get connected to our fans all over the world. Normally we are visiting our friends. This time, you know, we are trying to connect. Wir haben innerhalb dieser definierten 7 Tage wahnsinnig viel digitalen Content kreiert, der ja viele Klickzahlen gemacht haben. Also unterm Strich haben wir hier in China über 2000 Posts mit unseren Medienpartnern rausgeschossen und haben über 113 Millionen Personen erreicht. Und es kommt wieder hoffentlich die Zeit, wo wir uns alle wieder gemeinsam in der Allianz Arena treffen können. Die Bayern und ihre Fans. Ein Wiedersehen in der Allianz Arena, ihr größter Wunsch. Aber ganz ehrlich, die Art und Weise, wie sie mit den Widrigkeiten der Pandemie umgehen und die 5 Titel kreativ gefeiert haben, verdient allergrößten Respekt.